Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu dieser neuen Anleitung. Für dieses hübsche Netz werde ich mit einem vierfädigen Bobbel arbeiten in Neongelb und einer Vierernadel. Ihr könnt mit einer Luftmaschenkette arbeiten und dann feste Maschen zurückhäkeln oder aber mit dem Fußschlingenanschlag mit mir mitarbeiten. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Und wir beginnen mit 2 Luftmaschen. Danach in die erste Masche zurück, Faden holen, durchziehen, beide Laschen auf gleiche Höhe durch eine Masche und durch 2. Jetzt hat sich hier unten eine Masche gebildet, dort stechen wir dann ein, holen den Faden wieder durch, beide Laschen auf gleiche Höhe, durch eine Lasche und durch 2. Dann hatten wir schon die zweite. Nun wieder in die nächste gebildete Masche, Faden und durchziehen, beide Laschen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Und so könnt ihr jetzt eure Kette häkeln, bis ihr auf eure errechnete Größe oder Maße gekommen seid. Ich habe von Elle zu Elle so ein bisschen gemessen. Das Ganze zieht sich noch ganz leicht zusammen und schaue, dass ich so auf 80 cm komme. Pi mal Daumen. So sieht meine Kette nach 105 Maschen aus. Wenn ihr eure Kette soweit fertig habt, müsst ihr diese jetzt einmal durchzählen und schauen, dass die Maschenanzahl teilbar durch 5 ist. Wenn nicht, die wenigen Maschen, die fehlen, noch dazu häkeln. Bei dem Fußschlingenanschlag häkle ich jetzt noch eine Masche mehr. So. Und danach kommen 3 Wände Luftmaschen und dann beginnen wir mit Reihe 1. Für Reihe 1 zählen wir 5 Maschen ab. Und nun häkeln wir erst einmal 2 Schlaufen. Dazu ziehen wir die erste Schlaufe auf Stäbchenhöhe, holen den Faden hindurch und gehen nun unter die Verkreuzung nochmal hinein, holen den Faden und maschen eine feste Masche ab. So schließen wir das Ganze und es kann sich nicht mehr verziehen. Als nächstes brauchen wir noch eine zweite Schlaufe, wieder auf Stäbchenhöhe ziehen, Faden holen, durchziehen, dann noch einmal unter die Verkreuzung hindurch, nochmal den Faden holen und eine feste Masche abmaschen. Und nun gehen wir in die 5. feste Masche, direkt von Anfang an gezählt, und häkeln dort eine feste Masche hinein. Also wir starten mit einem Stäbchen, dazu haben wir unsere 3 Steigeluftmaschen und danach wird immer nur mit festen Maschen geschlossen. Nun wieder die Schlaufe auf Stäbchenhöhe ziehen, Faden holen, dann unter die Verkreuzung nochmal durch die Schlaufe hindurch Faden holen und mit einer festen Masche fixieren. Wir brauchen jetzt immer 2 Schlaufen. Dann wieder 5 Maschen zählen und in die 5. eine feste Masche häkeln. 2 Schlaufen. So, 5 Maschen. Und in die 5. wieder eine feste Masche. Und wenn ihr am Ende angekommen seid, auch da wieder 2 Schlaufen häkeln. Aber das Ende wie so wieder anfangen, mit einem Stäbchen beenden. Das war Reihe 1. Und so sollte es dann aussehen. So sieht es dann bei meiner 105
Maschen aus. Und dann kommen wir zur Reihe 2. Wir beginnen wieder mit einem Stäbchen, als Ersatz die 3 Steigeluftmaschen. Und nun ist das kleinere Knötchen direkt am Anfang. Die dickeren Knötchen bleiben unbehäkelt, die sind fertig, und die kleineren werden immer behäkelt. Um zu diesem kleinen Knötchen zu kommen, benötigen wir also nur eine Schlaufe. Ich ziehe das Ganze wieder hoch auf Stäbchenhöhe, fixiere die Schlaufe, wende und steche direkt in das erste kleine Knötchen ein. Ab hier brauchen wir jetzt dann immer 2 Schlaufen. Hier ist nämlich der dicke Knoten und hier wäre der nächste kleine, und dafür brauchen wir dann 2 Schlaufen, um dorthin zu gelangen. Einstechen und mit einer festen Masche fixieren, und dann wird auch aus dem kleinen Knötchen ein größeres Knötchen. Und so sollte es dann aussehen. Wieder 2 Schlaufen. Den dicken Knoten überspringen und rüber in den kleinen Knoten und mit einer festen Masche fixieren. 2 Schlaufen. Das gleiche wieder, den dicken Knoten überspringen und in den kleinen Knoten eine feste Masche häkeln. Am Ende angekommen, brauchen wir jetzt wie am Anfang nur eine Schlaufe und schließen mit einem Stäbchen. Seitlich in der letzten Masche von unten gezählt. Und so sollte es dann aussehen. So sieht es dann bei meinem Häkelstück aus. Und dann kommen wir jetzt noch zur Reihe 3. Wir beginnen wieder mit 3 Wendeluftmaschen für ein Stäbchen. Und jetzt haben wir das Knötchen wieder weiter weg, so wie in der ersten Reihe. Das heißt, wir benötigen hier 2 Schlaufen, um zum Knötchen zu kommen, denn die dicken bleiben unbehäkelt. Es wiederholt sich sozusagen jetzt immer Reihe 1 und 3 und Reihe 2 und 4. So, 2 Schlaufen. Und dann kommen wir hier zu dem Knötchen. Das ist das dicke Knötchen, hier ist das dünne Knötchen. Und so häkelt ihr jetzt wieder mit jeweils 2 Schlaufen bis zum Ende und beendet die Reihe dann wieder mit einem Stäbchen. Die nächste 4. Reihe wird wie die zweite gehäkelt, also ganz einfach. Und so werden wir jetzt Reihe für Reihe häkeln, bis unser Häkelstück lang genug ist, und das Ganze mal 2. So sieht das dann bei mir aus. 80 Breite, 60 Höhe. Ich habe 30 Reihen gehäkelt. Und wenn ihr das Ganze 2-mal gehäkelt habt, dann könnt ihr euer Häkelstück zusammenlegen, von einem gut sitzenden Pullover oder anderem Oberteil mal die Kragenweite ermitteln. Ihr markiert durch die Mitte und geht dann nach links und nach rechts, dann wisst ihr, wie breit das Ganze werden soll. So wäre es dann. Dann können wir beide Teile aufeinander legen und mit unseren Körbelchen verbinden. Ihr könnt es auch vernähen, aber ich werde dieses Oberteil mit Kordeln zusammenbinden. So habe ich die Möglichkeit, auch noch andere Kombinationen zu tragen, indem ich mir zum Beispiel noch Rechtecke in anderen Farbpartien arbeite oder mit Farbverlaufsbobel. Hier habe ich mir eine Kordel mit 30 Maschen mit dem Fußschlingenanschlag gehäkelt. Davon brauche ich 6 Stück. Ihr könnt auch 8 nehmen, aber mir reicht es, wenn ich links und rechts am Kragen und am Ende vom Ärmel das Oberteil verbinde. Also 2 Stück links, 2 Stück rechts und einmal unten am Ende. So,
Und das war's. So sieht unser Oberteil dann aus. Schnell gehäkelt, schön für die Strandmode. Ihr könnt es natürlich auch über ein wunderschönes Top tragen. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht eure Bewertung, wie immer ganz, ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.